Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo aus der V-Serie, und zwar ein V14. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Notebook nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Bei der Tastatur und dem Touchpad sieht es so aus, dass die zusammen mit dem Topcase kommen. Das heißt, man muss da wirklich alles aus dem Gerät rausnehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass die vorderen 4 kürzer sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Auch auf der Rückseite hier. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man einfach seitlich rausziehen. Der hat so eine kleine Ausbuchtung am Stecker selber dran. Wenn der sehr fest sitzt, kann man sich da auch eine Hilfe nehmen und den dann rausschieben. Aber im Normalfall geht das relativ leicht. Gut, was können wir noch sehen? Hier sehen wir den RAM, der unter einer Abdeckung ist. Da ist die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da geht aber auch eine ganz normale, längere SSD rein. Mehr dazu später. Wir sehen hier drüben noch den Platz für eine 2,5 Zoll HDD.
Und hier noch der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Und zu guter Letzt hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen, die um den Lüfter herumlaufen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Auch die von dem Gehäuse für die 2,5 Zoll. Und danach muss man das Gehäuse so ein ganz kleines bisschen nach oben ziehen. Da ist der Akku nämlich quasi eingehakt und dann kann man den einfach darunter aus dem Gerät nehmen und durch einen neuen ersetzen. Wenn das hier so ein bisschen absteht, ist das kein Problem. Das wird ja dann später wieder dran geschraubt. Um an den RAM zu kommen, muss man erstmal diese Metallabdeckung abnehmen. Die Metallabdeckung zieht man einfach nach oben hin ab und darunter ist dann der eigentliche RAM. Und ja, hier merken wir uns noch, wie rum die Metallplatte da drauf war. Und um den eigentlichen RAM jetzt zu tauschen, sieht man nur diese beiden Klammern hier ein bisschen nach außen. Dann kommt einem der RAM so ein bisschen entgegen und man kann den einfach rausziehen. Umgekehrt geht genauso einfach, in den Slot stecken und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die Abdeckung steckt man einfach von oben wieder auf diese Clips hier drauf und dann kann man die einfach nach unten hin wieder fest drauf drücken. Und ja, dann hat man das auch. Hier sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da passt aber auch eine ganz normale längere rein. Und ja, um die auszutauschen, müsste man nur die Schrauben hier lösen. In dem Fall jetzt die eine. Dann kann man die leicht nach oben aus dem Slot nehmen. Bei dieser verkürzten Variante muss man da einfach nur beachten, dass die SSD an sich und die Halterung einfach nur ineinander gesteckt sind. Und genau so kann man die dann auch wieder reinmachen oder man baut eben eine lange SSD wieder ein. In dem Fall stecke ich die jetzt einfach wieder in den Slot, verbinde sie mit der Halterung, dann wird das Ganze nach unten gedrückt und einfach wieder verschraubt. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man die Schrauben, die sich hier befinden. Und ja, da muss man eigentlich nur schauen, dass man die Kabel, die an der Seite hier zum WLAN-Modul laufen, aus der Führung rausnimmt und die nicht aus Versehen rausreißt. Und ja, dann muss man noch den Lüfterstecker an sich trennen. Und das mache ich mal hier im Schnelldurchlauf. Und bei dem Lüfterkabel einfach nur schauen, am besten greift man den am Stecker direkt. Und dann kann man den seitlich packen und aus dem Stecker ziehen. Ja, dann mache ich noch so ein bisschen das Kabelgewirr hier vorne weg, dass man das nicht aus Versehen mit abreißt. Die Antennen sind auf dem WLAN-Modul nur aufgesteckt. Das heißt, auch wenn die sich lösen, kann man die hinterher einfach wieder drauf drücken. Und so kann man dann den Lüfter einfach aus dem Gehäuse herausnehmen. Genau so. Bei dem neuen Lüfter müsste man dann natürlich die Kabel wieder in die Führung einfügen, dass die nicht verknicken und irgendwo einen Bruch bekommen. Ja, und dann kann man den genau umgekehrt so wieder ins Gerät legen. Das Lüfterkabel an sich noch mit dem Mainboard wieder verbinden. Darf man nicht vergessen, sonst kühlt er nämlich nicht mehr und das will man nicht. Und ja, das ist immer so ein bisschen friemelig, aber wenn man einen freien Blick hat, ohne eine Kamera vor der Nase, geht das auch ein Tick einfacher. Und ja, ansonsten, wie gesagt, einfach nur darauf achten, dass man die Kabel wieder in die Führung reinfriemelt, sie ein bisschen aus dem Weg bringt. Und ja, dann würde ich einfach auch den Lüfter schon wieder fest verschrauben, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Und dann kann man eigentlich auch schon die WLAN-Antennen wieder anbringen, die aller Wahrscheinlichkeit nach abgegangen sind. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Die sind auch farblich markiert. Das heißt, man weiß genau, wo welches Kabel dran kommt.
und sind eigentlich nur Druckknöpfe. Die kann man einfach von oben wieder auf die Steckverbindung draufdrücken. Ich mache das hier jetzt mit einer Pinzette und dann drücke ich einfach mit dem Fingernagel drauf. Da einfach drauf schauen, dass die wirklich richtig drauf sitzen, also sich nicht mehr frei bewegen. Ja, und das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Gut, bevor wir jetzt den Akku wieder fest verschrauben, legen wir den unter das Gehäuse der 2,5 Zoll. Der hat auch so kleine Ausbuchtungen, die da genau reinpassen. Und sobald er da fest drin sitzt, kann man den Akku dann einfach wieder verschrauben. Und ja, am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Und das kann man genauso einfach in den Stecker reindrücken. Da einfach nur schauen, dass der richtig drin sitzt. Und ja, schon erledigt. Gut, die Gehäuseunterseite legen wir jetzt einfach wieder auf das Gerät und pressen sie fest dran, so dass wirklich alles einrastet. Das kann man auch immer sehr gut hören. Ich gehe am Ende auch einmal um das Gerät herum von außen, schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist und alles geschlossen ist. Und dann ja, kann man den wieder ordentlich verschrauben und hat das geschafft. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.